Mein ICE ist wieder komplett. Dank eurer Hilfe fährt er wieder. Leider hat der eine oder andere mit dem ICE ähnliche negative Erfahrungen gemacht. Das ist mir allerdings jetzt zugute gekommen. Und so konnte ich mit eurer Hilfe und euren Tipps meinen ICE ohne allzu großen Aufwand wieder zum Laufen bekommen. Ist wirklich schade, dass das relativ schöne Modell die eine oder andere Macke hat. Aber vielleicht kann ich mit dem Video auch jemandem weiterhelfen, der ähnliche Probleme hat. Das erste Problem bei mir war, dass der Umschalter nicht geschaltet hat. Das heißt, der ICE fuhr mit dem einen Triebkopf nur in die eine Richtung. Ich hatte den ICE für die ersten Fahrten hier an einem blauen Dravo 6671 angeschlossen. Und mit diesem hat er definitiv nicht geschaltet, ist nur vorwärts gefahren. Und in meiner Verzweiflung habe ich dann meinen weißen Dravo 6647 angeschlossen. Und mit diesem Dravo hat er direkt beim ersten Schaltimpuls geschaltet. Und das Kuriosum war, nachdem er einmal mit dem weißen Dravo geschaltet hat, schaltet er auch mit dem alten blauen wieder ganz normal. Dann gibt es hier eine Besonderheit, weil ich habe von dem einen oder anderen gehört, dass er wahrscheinlich nur einmal schaltet, wenn der zweite Triebkopf nicht angeschlossen ist. Aber es ist so, er schaltet, fährt dann nicht rückwärts. Man kann aber dann trotzdem wieder schalten, obwohl theoretisch der Fahrstrom ja jetzt über den zweiten Triebkopf kommen müsste, hat aber keinen Einfluss drauf. Ein weiteres Mal geschaltet und der ICE fährt wieder vorwärts. Damit war dann schon mal das erste Problem hier gelöst. Meine nächste Idee war ja dann direkt mit dem Transformator den Strom auf den Schleifer und die Räder zu geben. Die Reaktion war da definitiv 0 und ihr habt mich darauf aufmerksam gemacht, dass er ohne den ersten Triebkopf parallel angeschlossen zu haben dann sowieso nicht fahren würde. Ich bin dann hingegangen und habe dann die Kabel vom Transformator direkt an den Motor mal dran gehalten. Das Ganze war leider ohne Ton, er hat da kurz gebrummt. Da wurde ich dann darauf aufmerksam gemacht, dass die Faulhaber-Motoren, die hier eingebaut sind, Gleichstrommotoren sind und das dann mit dem Wechselstrom-Transformator wahrscheinlich sowieso nicht funktioniert hätte. Und dann hier auf der Platine dann erst nochmal der Wechselstrom durch einen Gleichrichter gejagt wird. Dann bin ich ja hingegangen, habe die Platine oben gelöst, um mit meinem Finger dann den Motor bzw. die Welle drehen zu können. Und man kann hier auf den Bildern kurz sehen, dass das Fahrzeug sich sozusagen ja auch ein Stück nach rechts bewegt, wenn ich oben dran drehe. Für mich war dann eigentlich klar, das Getriebe kann nicht verharzt sein, denn es ließ sich relativ locker mit dem Finger bewegen. Und auch hier habt ihr mir gesagt, dass er hier ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Das heißt, die Welle lässt sich bewegen, das Getriebe ist eigentlich frei, aber die Kraft vom Motor, nachher auf die Schiene gestellt, reicht nicht aus, um das Fahrzeug zu bewegen, weil diese, ich sag mal, kleinere Verharzung oder minimalere Verharzung immer noch ausreicht, um den Motor mehr oder weniger zu blockieren. Ich bin also dann hingegangen und habe hier diesen Teil der Welle im vorderen Bereich dann erstmal mit diesem SR24 behandelt und in diesem eigentlichen mehr oder weniger geschlossenen Getriebe, an das man wirklich extrem schlecht rankommt, um es zu reinigen, weil es hier vorne wirklich ziemlich kompakt in dem Fahrgestell eingebaut ist, gibt es also 2 Löcher an der Seite, die man normalerweise zum Ölen nutzen sollte. Ich habe es mal hier in der Bedienungsanleitung abfotografiert. Auch hier bin ich hingegangen und habe also ganz vorsichtig von dem SR24 eingeträufelt, habe die Welle dann noch ein paar Mal mit dem Finger durchgedreht, hatte das Gefühl, dass sich das nach und nach löst, habe den zweiten Triebkopf dann wieder auf die Schiene gestellt und mit dem ersten verbunden. Und nachdem er dann einen Moment gelaufen ist, hat sich das Ganze gelöst und er hatte wieder die normale Drehzahl aufgenommen. Und hier wieder mit dem aufgesetzten Gehäuse am ersten Triebkopf gekoppelt, funktioniert das Ganze wieder, er schaltet sauber und er fährt wieder. Trotzdem war das Ganze für mich ziemlich kurios, weil ich davon ausgegangen bin, wenn ich so locker mit dem Finger die Welle praktisch durchdrehen kann, beziehungsweise das Getriebe sich bewegt, ohne dass da irgendwas hakt, dass dann die Kraft vom Motor nicht ausgereicht hat, um das Getriebe normal zu bewegen. Ich habe dann wieder alle 4 Teile zusammengesetzt und der Zug fährt ganz normal. Der eine oder andere hat noch befürchtet, dass es eventuell Kontaktprobleme sind über die einzelnen Stecker, wo er zusammengeschoben wird. Das war zum Glück nicht der Fall, denn da habe ich auch gehört, dass der eine oder andere da schon die ganzen Stecker austauschen musste, weil sie sich im Laufe der Zeit abgenutzt haben. Meine größte Befürchtung am Anfang war eigentlich, dass irgendeine Platine jetzt einen Schlag hat und das ganz schwierig wird für mich herauszubekommen, woran es liegt. Aber in der Kombination von euren Tipps und meinen Versuchen bin ich jetzt ganz froh, dass das Ganze wieder funktioniert, ohne dass ich auch hier noch eine größere Investition in irgendwelche Ersatzteile habe. Der ICE fährt wieder wunderbar. Mir wurde auch gesagt, dass mit dem zweiten Triebkopf das Fahrverhalten eigentlich ein Tick schlechter ist, als wenn nur der eine Triebkopf vorne dran hängt.
Das kann ich in dem Sinn bestätigen. Es ist nicht viel, aber auch ich habe das Gefühl, wie er seine Runden gefahren ist mit nur einem Triebkopf, dass er eigentlich gleichmäßiger gefahren ist, als wenn der zweite Triebkopf dranhängt. Aber der Unterschied ist nicht allzu groß, egal in welche Richtung er nachher auch fährt. Ich habe dann nochmal versucht, das Ganze hier als Nachtaufnahme aufzunehmen. Und das ist hier auch für mich der größten Nachteile vom Analogfahren. Man muss also hier richtig Gas geben, damit der Zug ordentlich Strom bekommt, damit man die Innenbeleuchtung überhaupt erkennen kann. Und das Ganze wird dann selbst für den ICE hier auf den Modellbahnen doch ein bisschen sehr unrealistisch. Aber die Innenbeleuchtung funktioniert, auch die Umschaltung in beide Richtungen von Rot und Weißer Endbeleuchtung funktioniert auch, sodass der Zug hier jetzt für mich komplett wieder einsatzfähig ist und ich erstmal nichts mehr zu bemängeln habe. Und deswegen nochmal an euch alle herzlichen Dank an eure zahlreichen Tipps und eure Kommentare, die ihr mir hier geschrieben habt. Für mich war das jetzt eine riesengroße Hilfe und vielleicht können wir mit dem Video dem einen oder anderen, der ähnliche Probleme hat mit dem ICE, hier auch noch weiterhelfen. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Demnächst gibt es wieder mehr und bis gleich.